Mein Name ist Peter Bernken und ich bin der Pressesprecher der Feuerwehr hier im Kreis Düren. Was ist hier passiert? Man sieht Waldbrand, gestern fing es an. Was können Sie dazu sagen? Ja, wir hatten gestern zunächst unmittelbar hier in der Nähe einen Waldbrand, gestern Morgen, den wir auch relativ schnell in den Griff bekommen haben. Das war eine kleinere Waldbrandlage für uns. Unmittelbar nach Beendigung der Nachlöscharbeiten ist die Feuerwehr Hürtgenwald dann hier aufgrund eingehender Notrufe zu einem Waldbrand alarmiert worden, der sich sehr schnell als sehr massiv und sehr schnell ausdehnenden Waldbrand gezeigt hat. Dazu unsere ersten Drohnenmessungen, so unmittelbar nach der Alarmierung, war dann eine Fläche von 2 Hektar, die sich dann über den Nachmittag und über die Nacht vor allen Dingen sehr massiv ausgedehnt hat. Wir sprechen gerade von einer betroffenen Fläche von etwas mehr als 300 Hektar. Sie sagen 300 Hektar. Mit wie vielen Einsatzkräften sind Sie hier vor Ort? Ja, aus welchen Städten? Ja, immer noch deutlich steigend. Man muss dazu sagen, wir im Kreis Düren mit etwa 2800 Feuerwehrleuten in 15 Feuerwehren waren gestern sehr gefordert, denn wir hatten vergleichbare andere Waldbrände noch zeitgleich. Dazu insgesamt mussten wir gestern 4 Waldbrände bearbeiten, davon einer sehr großen im Ostkreis und diesen hier. Das heißt, wir haben sehr früh dann auch auf Feuerwehrkräfte und auch Hilfsorganisationen aus dem Umland gesetzt. Gestern beispielsweise die Alarmierung einer Spezialeinheit der Feuerwehr Bonn, die halt auch auf Waldbrandeinsätze trainiert ist. Und so zog sich das dann fort. Im Moment sehr massive überörtliche Hilfe von Feuerwehren als auch von Sondereinheiten und auch Hilfsorganisationen, Bundeswehr und so weiter. Wie viele Kräfte im Einsatz sind, können Sie nicht sagen, oder? Doch, etwa geschätzt, weil wir haben keine aktuellen Zahlen von Polizeikräften, die hier vor Ort sind. Gehen wir davon aus, dass zurzeit 500 Einsatzkräfte hier im Einsatz sind. Tendenz steigend, alleine zurzeit sind 3 weitere NRW-Bereitschaften, also jeweils 5 Löschzüge hier auf dem Weg, die wir einsetzen müssen. Die können wir nicht einfach dazu addieren, denn wir müssen natürlich jeden Tag auch immer wieder austauschen. Wir tauschen dann gegen 16 Uhr sicherlich weitere Einsatzkräfte wieder aus, denn die Arbeit ist körperlich sehr anstrengend für meine Kameradinnen und Kameraden. Die haben den Ort Kreis evakuiert. Ja. Warum? War das so gefährlich? Wie geht es den Bewohnern? Ja, die Entscheidung hat der Einsatzleiter in der Nacht getroffen, in einer Phase, wo sich der Waldbrand sehr massiv ausgedehnt hat, bedingt durch den Wind. Die Ortschaft Gall ist evakuiert worden, dann in den frühen Morgenstunden etwa 2300 Einwohner. Das hat aus unserer Sicht auch sehr gut geklappt. Die Einwohner waren auch sehr, sehr, sehr kooperativ. Das ist natürlich immer eine vorbeugende Maßnahme der Feuerwehr. Die Ortschaft Gall grenzt unmittelbar an dieses Waldbrandgebiet und ich glaube, so der aktuelle Feuersaum zur Ortschaft ist so etwa 150 Meter entfernt. Ist im Moment auch unser Einsatzschwerpunkt im Bereich Gall. Einmal bodengebunden, das heißt, wir sind da mit sehr vielen Feuerwehrkräften. Wir erhöhen gerade auch nochmal die Anzahl der Löschzüge da vor Ort, die also eine Brandbekämpfung durchführen. Wir arbeiten mit Gegenfeuern zum Teil im Bereich von Gall. Und Sie sehen hinter mir ja, wir fliegen zurzeit mit 7 Hubschraubern sehr, sehr intensiv Löscheinsätze aus der Luft.
be your friend. I